Willkommen zu Off 2 Dialog und ich befinde mich jetzt in einem kleinen Dorf in der Nähe von Koblenz, denn hier wohnt Rainer Kügel. Und Rainer Kügel ist auch Super 8 Sammler und hat auch einen eigenen YouTube-Kanal zu genau dem Thema. Und ich freue mich darauf, Rainer jetzt in seinem Heimkino, dem Nostalgiker, treffen zu können. Willkommen in meinem Heimkino Nostalgica. Ja, Rainer, wir sitzen hier in deinem Privatkino mit dem Namen Nostalgica. Genau. Und damit stehst du ja in der besten Tradition passionierter Filmsammler aus den 70er und 80er Jahren, Genau. die ja auch gerade mit Super 8 sich das Kinoerlebnis über solche Heimkinos versucht haben, nach Hause zu transportieren. Richtig. Und mit Super 8, da sind wir ja auch beim Thema, ja. Man sieht ja auch hinter dir deine Super 8 Sammlung, die ja auch schon ziemlich umfangreich ist. Ja. Ja. Und wann hat es denn bei dir mit Super 8 angefangen? Also da muss ich ganz weit zurückgehen in der Zeit. Das war Ende der 70er, 78, 77, 78, 79, eher so um die Zeit rum. Und ihr seht hier über mir ein paar Exemplare, darunter ist die Revuefassung von Charlie Chaplin, Charlie beim Autorennen und Frankensteins neues Gehirn und Dick und Doof, wie heißt es, die Zauberlehrlinge, genau. Und das waren meine ersten 3 Super 8 Filme, die ich damals zu Weihnachten bekam, zusammen mit einem Projektor, mit einem Filmprojektor, der den Namen nicht wirklich verdient hat. Das war so ein Rollipral-Stumpffilmprojektor aus Italien. Und damit haben wir dann versucht, diese Filme abzuspielen. Hat meistens nicht funktioniert. Das heißt, bis zu welchem Alter hast du das dann gemacht? Also das war ja der Anfang mit Genau. diesen Schwarz-Weiß-Stummfilmen und Genau. dann ging es aber, glaube ich, noch weiter. Dann ging es weiter. Dann hat es ungefähr, glaube ich, 2 Weihnachten weiter gedauert. Sollte mein Cousin dann einen Tonfilmprojektor bekommen, ja, von Revue. Die waren damals zu der Zeit ziemlich günstig und das konnte ich dann gar nicht einsehen. Mein Cousin mit einem Tonfilmprojektor und ich nicht. Da wurden dann meine Eltern so weit bekniet, bis ich dann auch einen Tonfilmprojektor bekam, ebenfalls von Revue. Ja, und mit dem Teil fing dann auch das richtige Sammlerleben an. Und der Einstieg war dann so 81, 82, wo ja schon die Zeit war, wo Piccolo Ufer Marketing den Vertrieb eingestellt haben und man nur noch über die Sammler an Kopien kam. Das bedeutete für mich dann in Zeitschriften wie der Ufer Film Illustrierten, den Älteren ist das sicherlich noch bekannt, zu inserieren über Cinema, die Zeitschrift, und dann kann man mit anderen Sammlern per Brief in Kontakt, ja, dann wurde sich per Drucksache Listen zugeschickt und so kam ich dann an meine Sammlung. Mein erster Tonfilm, das war der 3. Teil von Meteor, 120 Meter Colorton, bei der Fotoquelle habe ich den damals gezogen. Ich habe hier gerade so einen Flatschen liegen, Sonderpreis bekommen. Ja, da waren wir damals stolz wie Oscar. Ne? So Ja, also Meteor war, glaube ich, mein dritter Dreiteil. Also erst kam Kampf der Titanen, ja, haben wir auch, ja. dann kam Flammen des Inferno und dann Meteor. Ja. Bei Fotoquelle. Genau, bei Bei Fotoquelle. Genau, Ja, da haben wir schon ziemlich viel parallel. Ne? genau, ja. Wir sind ja auch in etwa der gleiche Jahrgang. Also, Genau. okay, und dann, also das ging jetzt dann quasi, da sind wir dann bei 82, 83. Bei mir war es dann zum Beispiel so, dass dann 83 schon wieder Schluss war, weil dann kam bei uns der Videorekorder ins Haus und da war der Zugang dann doch einfacher. Bei mir war das so die Primetime, also Super 8 Primetime. 83, 84, 85, 86. Das ging sogar bis ins Jahr 1987 hinein. Damals war ich im Internat in Saarbrücken. Da weiß ich ganz genau, da habe ich noch hier die Kampfmaschine, findet ihr hinter mir gerade.
dort vorgeführt und dann kam auch bei mir Video. Und dann war Super 8, das muss ich leider sagen, tot. Ich sah dann Filme auf Video in voller Länge, die ich vom Super 8 Medium her als Schnittfassung kannte und dachte, Mensch, das sind ja ganz andere Filme. Ja, also wie gesagt, das war das Ende für Super 8. Ich habe dann meine Sammlung in der Kommode ja, schön ordentlich weggelegt. Mit Filmprojektor, dem Porsche MT2, der steht auch noch dahin. Dann hat das Zeugs da gelegen. 10 Jahre, so ungefähr. Und zwar genauso lange, bis die PlayStation 1 rauskam. Damals brauchte ich Geld für die PlayStation 1 und das war der Untergang für die Sammlung. Die habe ich dann verkauft und für richtig wenig Geld, da war alles dabei. Star Trek, Dreiteiler, ach, ich darf nicht drüber nachdenken. Und ich wusste damals auch nicht mal, ob die überhaupt noch was wert sind, die Filme. Und der Sammler, ja, der hat dann für wenig Geld die ganzen guten Schätze bekommen. Das tut mir heute noch weh. Mein Appell an euch, behaltet eure Sachen. Okay, und dann hat es ja aber irgendwann wieder angefangen, dich zu interessieren. Genau. Das war vor etwa 13 Jahren, jetzt 12, 13 Jahren, rechnen wir mal zurück. Also 2009, so glaube ich. 2008, 2009 so. Genau, das ist so der Punkt. Das war so der Punkt. Wie kam ich dazu? Ich muss vorausschicken, ich habe schon damals im Internet immer mal, wenn ich Langeweile hatte, hatte ich nach den Cover Ausschau gehalten. Oft zwar bei Ronnys Super 8 Homepage, die gab es ja damals noch von diesem Ronny da. Und da habe ich immer die Cover bewundert. Ich habe aber nie mit dem Gedanken gespielt, dann nochmal irgendwie was zu gucken. Und ich kam zu Super 8 durch das digitale Medium. Und zwar ist zu dieser Zeit mein Röhrenfernseher ins Nirvana eingegangen und da kaufte ich mir einen neuen LED-Fernseher, bewunderte die Full-HD-Qualität und dachte ich, okay, versuch's noch mal ein paar Filme zu kriegen. Dann kaufte ich mir einen Blu-ray-Player und der erste Film, die ersten beiden Filme, die ich auf Blu-ray bekam, war ein ausgekochtes Schlitzohr mit Burt Reynolds, Independence Day, und von da an war es passiert. Dann kam ich auf die Idee und das war der Ursprung meiner jetzigen Sammelleidenschaft, die alten Jack Arnold-Filme, die Science-Fiction-Filme von ihm auf DVD, Blu-ray zu bekommen. Damals war noch überwiegend DVD, jetzt gibt es ja glücklicherweise alle auf Blu-ray. Dann kam ich auf die Idee, weißt du was, Junge, jetzt guckst du mal nach Filmprojektor wieder. Und dann habe ich mir bei den Super 8 Profis aus Kaiserslautern, mache ich gerne Werbung für, den Eumig Mark S 802 gekauft, funktioniert immer noch, spitze Arbeit, Jungs. Und ja, dann fing ich an, wieder zusammen. Ne? Die ersten Filme auf eBay ersteigert, ja, und so ging es los. Und dann hast du dir die Sammlung, die wir hinter dir sehen, langsam angefangen aufzubauen. Genau. Und du hast angefangen, dir dieses Heimkino hier so langsam zusammenzusetzen. Aber es ist ja noch mehr passiert. Du hast dann angefangen, in den sozialen Medien quasi aktiv zu werden und zuallererst auf YouTube. Ne? Genau. Dazu ist zu sagen, zuerst kam der Filmprojektor, den habe ich noch in meiner Junggesellenbude da betrieben mit einer Leinwand und so. Ein bisschen später kam dann das Heimkino hier, habe ich den Raum hier bekommen, ja, war ein Zimmer, ein Schlafzimmer, was nicht mehr benutzt wurde, und dann habe ich mir diesen Raum eingerichtet. Und die allererste Plattform, auf der wir waren, war damals noch Wer kennt wen, ja, WKW. Und da habe ich dann auch so die ersten Kollegen kennengelernt. Schönen Gruß an die Löschner an dieser Stelle. Und da waren wir eine Weile dann zusammen bei WKW, bis dann einer anfing und sagte, ja, ihr müsst zu Facebook, ihr müsst unbedingt auf Facebook kommen, da geht es richtig rund. Ja, da hat man auch bessere Möglichkeiten, Sachen hochzuladen, Medien hochzuladen. Dann sind wir zu Facebook gewechselt, habe dort eine Gruppe gegründet, war damals noch alleine. Dann kam der YouTube-Kanal mit der Super 8 Channel, genau. Und dann habe ich dazu nochmal später, wurde die ältere Gruppe geschlossen und habe dann eine separate Gruppe zu meinem Kanal aufgemacht.
Und da habe ich dann den Heiko kennt jeder, der betreibt ja auch einen YouTube-Kanal, dazu genommen und wir beide machen dann so die administrativen Dinge. Allerdings haben wir nicht viel zu tun. Und wie würdest du die Gruppe beschreiben im Moment, also nach dem aktuellen Stand? Ich würde sagen, da ist eigentlich so ein ganz guter Haufen zusammengekommen. Die Mischung passt, das war uns ganz wichtig. Wir mussten ab und zu leider mal ein bisschen aufräumen, dass der ein oder andere halt da rausgeht, von sich aus gegangen ist oder gegangen wurde. Das tut einem leid, aber ist ja auch nicht böse gemeint. Viele haben sich auch selbstständig gemacht, fand ich auch klasse. Sind ihren eigenen Weg gegangen und haben eine eigene Gruppe geöffnet und ich glaube, man kann sich gut vernünftig austauschen. Darauf haben wir, also der Heiko und ich, immer sehr viel Wert gelegt, dass da nicht irgendeiner kommt und, weiß ich nicht, mit seiner Sammlung prahlt und wie toll er doch ist. Das habe ich auch schon alles erlebt, ja, und sich über seine Sammlung da definiert. Das gibt's alles. Und damit wollten wir eigentlich nichts zu tun haben. Wir wollten untereinander den Austausch haben und Freunde, Kumpels sein, Super 8 Kumpels sein. Das war unser Ziel. Und ich denke, das ist uns so ganz gut gelungen. Wie heißt die Gruppe, wenn man sie sucht jetzt auf Facebook? Die Super 8 Community auf Facebook, so heißt die Gruppe. Ihr findet aber auch Links unter meinen Videos, die zu dieser Gruppe führen. Und ja. Also ich kann dazu nur sagen, als ich wieder in Super 8 eingestiegen bin, hat mir die Gruppe unheimlich viel Unterstützung gebracht. Also für jeden Anfänger, der sich orientieren will, ist das ganz toll. Man kriegt da tolle Hilfe von ganz netten Leuten und ich kann es wirklich nur empfehlen, weil es wirklich auch alles, weil es einfach eine gute Atmosphäre hat, die Gruppe.